Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Mein neuer Pool kann endlich gebaut werden. Die Bodenplatte ist fertig und das Material ist geliefert worden. Heute werde ich damit beginnen, meine Schalsteine aufzumauern. Und dabei nehme ich euch mit. Ich zeige euch, wie ich vorgehe, wie ich die Bewehrung einbringe und die Steine miteinander verbinde. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dabei vorgehe, dann bleibt dran, denn gleich geht's los. Im letzten Video habe ich euch ja bereits gezeigt, wie ich meinen Pool am Computer geplant habe. Ich habe die Stützwände, so wie ich sie bauen möchte, bereits ausgelegt mit den Steinen, die ich noch hatte. Nun war der LKW da und hat die Ladung gebracht. Diese Steinreihe werde ich aufbauen, bis auf die Höhe, wie es auch die seitlichen Stützwände hat. Denn diese seitlichen Stützwände werde ich weiterverwenden. Auf der Ostseite wird meine Treppe gemauert. Einen kleinen Teil könnt ihr hier bereits erkennen. Rechts davon werde ich einen Podest in das Wasser setzen. So kann man sich gut abkühlen und dennoch sitzt man nicht bis zum Hals im Wasser. Hier auf der Südseite werde ich die kleine Mauer ebenfalls aufmauern. Ich werde eine zweite Wand davor setzen, um in einer Flucht arbeiten zu können. Hier wird der neue Skimmer eingemauert. Die Düsen werde ich auf der Westseite einbauen. Hier habe ich bereits die Zuläufe von meinem Stahlwandpool in der Wand dahinter liegen. Diese Zuläufe werde ich verlängern und in die Düsen anschließen. Die Mauer werde ich durchbrechen mit Mauerwerksdurchführung. So kann ich die Düsen später auch wechseln oder neu anschließen, falls es nötig sein sollte. Die Rundung habe ich mit meinem kleinen Presslufthammer weggeklopft. Die Schalsteine sollen hier in diesen Bereich anschließen. Ich werde Löcher in die Wand hineinbohren und diese mit Bewährungsstahl versteifen. Anschließend wird der Schalstein mit Beton ausgegossen. Um die Schalsteine fest mit dem Boden zu verankern, werde ich in jeden Schalstein mindestens ein Bewährungseisen setzen, welches ich in den Boden verankere. Dieser Betonboden ist über 30 cm dick. Der sollte das auf jeden Fall halten. Nach hinten werde ich zur Stützmauer eine Querwand einbauen. Rein statisch denke ich nicht, dass das nötig wäre, aber ich gehe auf Nummer sicher. Seit der letzten Aufnahme musste ich eine Woche Baustopp einlegen. Denn wie ihr sehen könnt, hat sich der Winter zurückgemeldet und das mitten im April. Ich habe lediglich einige der Schalsteine bereits in die Baugrube bringen können. Da das Wetter auf absehbare Zeit auch nicht besser werden soll, muss ich in den sauren Apfel beißen und bei diesen Wettern die Mauer hochziehen. Denn die Betonpumpe wird demnächst kommen und soll die Steine ja mit verfüllen. Ich werde daher heute diese Mauer auf der Westseite hochziehen, die Gitter stecken, die Bewährungsstahl und euch dabei mitnehmen. Ich habe die erste Steinreihe gesetzt. Wie ihr sehen könnt, habe ich hierfür einen Richtscheit angelegt und das Ganze in einer Flucht ausgerichtet. Dabei hat sich gezeigt, dass ich es nicht hinbekommen werde, auf beiden Seiten einen rechten Winkel herzustellen, da die Wände nicht wirklich zu dem rechten Winkel passen. Ich habe das Ganze jetzt so weit ausgerichtet, dass ich irgendwo auf 87, 88 Grad kommen werde. Das ist für meine Zwecke völlig ausreichend. Hier diesen letzten Stein, den werde ich jetzt zuschneiden müssen. Ich habe mir hier schon den Stein hergelegt und werde mir jetzt den Abstand vom Stein hier, der schon in der Reihe liegt, bis zur Wand ausmessen, werde das übertragen auf diesen Stein mit meiner großen Flex, mit dem großen Winkelschleifer diesen Stein kürzen und dann dort einsetzen. Anschließend werde ich dann auch die unterste Reihe der Verstrebungsreihe herstellen. Das heißt, diesen Stein habe ich bereits in der Flucht ausgerichtet über meinen Richtscheit und werde dann in der Länge nach dort hinten auch noch diesen Stein hineinschneiden, wie er passt. Und dann steht die erste Reihe. Und sobald die steht, ist das Schlimmste, das Schwierigste geschafft.
Ich habe die erste Steinreihe zugeschnitten und ausgerichtet. Auch in der Waage passt das soweit. Da muss ich nichts ausgleichen. Die Steine muss ich jedoch mit dem Untergrund verbinden. Der Beton alleine würde das nicht machen, der bindet nicht mehr ab. Aus diesem Grund werde ich Bewährungsstahl durch die Steine hindurch in die Bodenplatte stecken. Hierzu habe ich in meiner Bestellung Bewährungsstahl mir mitbestellt. Das sind 6 Meter Stücken. Die werde ich mir nun zuschneiden auf 1 Meter Stücken und werde diese jeweils einmal pro Stein in den Boden verankern. Ich werde hierzu mit einem Bohrer ungefähr 20 cm tief in die Bodenplatte hineinbohren und die Stäbe einstecken. Anschließend werde ich dann nochmal Querstäbe einbauen, Bewährungsstahl, den ich dann an den Seitenwänden mit verbinde. Und die horizontalen und vertikalen Stäbe werde ich anschließend verdrillen und das sollte dann genügend Festigkeit bringen, um die Wasserkraft des Pools halten zu können. Ich habe die Bewährung in der ersten Reihe eingebracht. Wie ihr sehen könnt, zum einen die vertikalen Stäbe, die ungefähr 10 bis 20 cm tief im Fundament stecken, und zum anderen der horizontale Bewährungsstab, der an den Seiten auch ungefähr 10 bis 15 cm auf beiden Seiten in der bereits bestehenden Wand eingebracht worden ist. Um das Ganze weiter zu versteifen und zu verfestigen, werde ich hier ein Drilldraht herumwickeln. Das kann man entweder mit Hand machen oder ihr macht es wie ich. Ich habe mir hier ein Starter-Set gekauft. Das sind so kleine Drähte, die werden herumgewickelt um die Verbindung und mit diesem Driller eingehakt, langgezogen und das Ganze verwickelt sich dann. Im Ergebnis schaut das Ganze dann so aus wie hier oder wie hier. Ich finde diese Variante deutlich einfacher und ihr seht auch hier, es hält wirklich sehr gut. Übrigens, alle verwendeten Bauteile, Materialien und Werkzeuge verlinke ich euch wie immer unter dem Video. So könnt ihr bequem nachbestellen und auf diese Weise meinen Kanal auch ein wenig unterstützen. Vielen Dank an der Stelle dafür. Nachdem ich nun die erste Reihe eingebaut habe, bewährt habe und auch ausgerichtet habe, würde ich am liebsten schon mal eine Startschicht an Beton einfüllen. Einfach um das Ganze hier weiter zu stabilisieren, damit kein Druck von der Seite oder ein aus Versehen dagegentreten hier irgendwas verrutschen kann. Allerdings ist in den nächsten Tagen Schneefall und Frost angesagt. Aus diesem Grunde werde ich auf ein Betonieren verzichten und warten, bis das Wetter sich bessert. Ich werde die zweite Steinreihe aber noch einbauen. Hierzu werde ich den ersten Stein in der Mitte teilen, so dass die Löcher noch übereinander sind und mit einem halben Stein beginnen, dann wieder mit einem ganzen, um hier einfach einen Versatz herzustellen. Auf der zweiten Reihe wird erneut ein horizontaler Bewährungsstab eingebracht und mit den vertikalen Stäben verdrillt verbunden.
ersten 4 Reihen der westlichen Wand sind gesetzt. Und wie ihr sehen könnt, macht der April seinem Namen alle Ehren. Neben Schnee kommt nun auch noch der Hagel, so dass ich an dieser Stelle abbrechen muss. Die Montage der letzten beiden Reihen, inklusive der Einlaufdüsen, die ja in diese Wand hinein sollen, die zeige ich euch im nächsten Video. Denn für heute macht es keinen Sinn mehr und ich bin fertig. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr das neue Video nicht. Gebt mir ein Like, wenn euch dieses Video gefallen hat und werft einen Blick unter dieses Video in die Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten. Ciao.